Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja, heute werde ich euch etwas zeigen, was irgendwie total außer der Reihe ist, was sehr untypisch ist für meinen Kanal. Heute werde ich, da musst du schon lachen bei dem Wort, heute zeige ich euch ein veganes Rezept mit Tofu. Ja Leute, ich will ehrlich sein zu euch, Tofu ist etwas, was bei mir nicht sehr oft im Einkaufswagen landet, aber letztens kam so eine Bekannte von mir vorbei, die ist Veganerin, die achtet sehr auf Ernährung, die lebt sehr gesund und die hat mir diese Packung geräucherten Tofu mitgebracht. Ja, und die meint, Mensch Matti, du kochst immer so viel mit Fleisch und probier doch mal Fleischersatz und Tofu, einfach nur mit Sojasauce, sehr lecker und ja, vielleicht machst du ja mal ein Video davon und ja, der Bitte komme ich nach. Ja, und zwar mache ich heute ein herrliches Curry-Tofu mit Blumenkohl, tollen Gewürzen und Basmati-Reis dazu. Ja, viele fragen sich vielleicht, was esse ich da? Was ist Tofu eigentlich und was ist das für ein neumodischer Schnickschnack? Irgendwas mit Fleischersatz im Rahmen dieser veganen Bewegung und absoluter Quatsch. Tofu ist ein uraltes Lebensmittel, stammt noch aus vorchristlicher Zeit, aus China und das ist in Asien neben Reis das Grundnahrungsmittel schlechthin. Veraltet wird es auch als Bohnenkäse bezeichnet, weil es aus der Milch von weißen Sojabohnen gewonnen wird, ähnlich wie Käse. Ja, manche nennen das irgendwie Fleischersatz. Für mich ist Tofu kein Fleischersatz, sondern Fleisch ist für mich Tofuersatz. Wie soll ich es anders ausdrücken? Ja, was Tofu und Fleisch gemeinsam haben, Tofu ist ein ausgezeichneter Proteinlieferant, es ist schnittfest wie Fleisch und allerdings ist es eher geschmacksneutral und schmeckt leicht säuerlich. Die geschmacksgebende Komponente, die entsteht durch die weiteren Zutaten, insbesondere durch die Gewürze und da hauen wir heute einiges rein. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein herrliches Curry-Tofu mit gedämpftem Basmati-Reis macht. Glaubt mir Leute, sehr, sehr lecker. So Leute, ich merke, ich stehe kurz vom Laberfleisch und ich höre jetzt auf und fangen wir an zu kochen.
liebe Leute, das war mein Rezept für Curry-Tofu mit Blumenkohl und Basmati-Reis. Sehr lecker. Ich kann euch sagen, die Komposition der Gewürze, das harmoniert wirklich sehr gut miteinander. Das Gericht hat eine leichte, angenehme Schärfe. Und ja, was soll ich euch sagen? Das macht richtig Spaß, das zu essen. Und da hast du mal Abwechslung auf dem Teller. Man will ja irgendwie auch nicht immer das Gleiche essen. Und ja, das einzige Manko ist, was mir im Nachhinein eingefallen ist, da fehlt ein bisschen so die Süße. Ich hätte ja noch ein bisschen Ananas mit reinschnippeln können. Das würde den Geschmack nochmal on top heben. Aber ja gut, habe ich vergessen. Ja, aber das ist ganz normal, dass ich was vergesse. Meine Frau sagt immer, du machst alles, aber irgendwie nur zu 80%. Entweder fusche ich oder ich vergesse. Zum Beispiel hier habe ich beides gemacht, gefuscht und vergessen. Dieses Netz habe ich, hab ich vergessen. 3 Monate Steinbackofen gemacht und gebaut und der Putz fällt ab. Ja, liebe Leute, ich fusche, ich vergesse und so ist es auch beim Kochen. Ja, wie gesagt, lohnt sich auch nicht wirklich den Kanal zu abonnieren, genauso ist es auch beim Kochen. Apropos Kochen, ich bin nicht mal gelernter Koch. Das, was ich kann, kann jeder und deswegen lohnt sich auch nicht wirklich den Kanal zu abonnieren. Aber wenn ihr trotzdem abonnieren wollt, ich kann euch nicht dran hindern und wo der Abo-Button ist, wisst ihr ja. Und worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, sind viele lustige Kommentare, natürlich auch einen Daumen hoch. Und ansonsten, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Euer Matti.